Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Ja, lustigerweise, Discover Airlines hat einen Tarifvertrag, aber mit der falschen Gewerkschaft. Also zumindest sagen die anderen beiden das. Da gibt es eine Einigung, weißen Rauch quasi. Und man bei der Verdi, egal wie es grammatikalisch richtig ist, bei der Verdi steht man Gewehr bei Fuß, um auch bei der City Airlines dort einen Vertrag zu machen. Dann Frankfurt sieht da Luft nach oben, heißt also Lufthansa könnte vielleicht mehr Flüge ab Frankfurt bringen. Gucken wir uns an, wie sie darauf kommen. Wir haben dann auch aus Lufthansa-Sicht eine News in der Form, dass man jetzt sagt, dass man so eine Art Schlafliegelandschaft für 2 Personen in der Economy Class in der Reihe machen kann. Gab es da nicht das Problem mit Air New Zealand, dass die ein Patent drauf haben oder irgendwas und Lufthansa sind sich nicht einig geworden? Naja, auf jeden Fall schauen wir uns das auch an. Interessant ist, wenn man überlegt, dass man in Amerika ja weite Strecken fliegt und man ist in einem Land. Aber es gibt da wohl auch ein Problem, wenn man inländisch fliegt, nur seinen Ausweis mit hat in Form von Führerschein, Real ID oder sonst irgendwas, aber keinen Reisepass und dann das Flugzeug aber im Ausland eine Landung macht. Und dann musste man halt quasi auf den Bahamas im Flugzeug übernachten, weil man nicht reinkam. Kein Pass, kommst nicht rein. Muss man auch drüber nachdenken. Wir haben dann auch nochmal Neuigkeiten von der Qantas. Die fliegen ja von Perth nach London direkt. Das war gestern. Heute ist mit Zwischenlandung aufgrund von geopolitischen Differenzen das Thema. Also da gucken wir uns auch nochmal an, wie solche Sachen die Luftfahrt verändern. Ja, und als letztes Thema, das ist ein Thema, das finde ich unheimlich spannend. Ich persönlich hatte ja mal gehört von einem, wer im Flugzeug arbeitet, hat keine gute Planung. Aber ich hatte heute einen Call mit jemandem, der gesagt hat, ja, ich möchte produktiver im Flugzeug sein, deshalb fliege ich Business und First Class, kannst du mir dabei helfen, buchen und so weiter. Habe ich gesagt, ja, kann man machen mit dem Concierge Service und so weiter. Aber wie seht ihr das Thema? Besprechen wir auch. Diese Themen, die wir heute besprochen haben, fast also angerissen haben, keine Ahnung, was heute mit meinen Zeiten los ist. Auf jeden Fall könnt ihr den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren, Glocke und wie es auch ist. Und den Kanal weiter so unterstützen, wie ihr es tut. Ja, wir können auch mit dem ersten Thema direkt einsteigen und das ist wirklich das Thema Gewerkschaften. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist in Deutschland ja auch so ein Reizthema, wenn man da ehrlich ist, denn Gewerkschaften mag ja keiner, vor allem wir nicht als Vielflieger, wenn sie streiken und uns da sorgen und die Zornesröte ins Gesicht bringen. Aber hier ist es noch so, dass man die Discover, die man ja also Ocean, wie sie ja im Konzern selber heißt, begründet hat, ist jetzt ein Tarifvertrag gekommen und der Tarifvertrag ist mit den Freunden der Verdi gemacht worden. Das heißt also, man muss halt wirklich gucken, wie viele der 500 Beschäftigten im Cockpit, 1400 in der Kabine, wirklich bei der Verdi sind und ob das dann halt auch wirklich der Vertrag ist, der dann gültet. Weil, wie ich ja gestern auch erfahren musste und euch mitgeteilt habe, ist es wohl so, dass die Mehrzahl der Leute, die in einer Gewerkschaft ist, auch die führende Gewerkschaft ist bei der ganzen Geschichte, aber die Verdi hat das irgendwie, umgangen. Die Lufthansa hat das ausgenutzt. Ist also auch eine richtig krasse Geschichte. Und ich bin da richtig baff, was da passiert. Denn die UFO droht jetzt mit Streik. Die sagen, nee, so einfach ist das nicht. Da muss erstmal die Hühner gezählt werden und muss mal geguckt werden, was da passiert. Und bislang hat die Verdi ja zum Beispiel nur die Tarife abgeschlossen für das Bodenpersonal und die Kabine bei der Eurowings, weil sie da anscheinend wirklich die Mehrheit hatten. Verdi hat auch nach eigener Darstellung eine Schlichtungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber, also der Lufthansa Ocean Discover, geschlossen. Heißt also, dass man da eine verpflichtende Schlichtung hat, deren Ergebnis jedoch nicht angenommen werden muss. Also das heißt, man muss erst schlichten und dann darf gestreikt werden und nicht, wie es jetzt so war, dass man erst streikt, dann schlichtet, nochmal streikt und so weiter. Und man kann natürlich jetzt sagen, okay, was interessiert mich diese Discover Ocean Ferienfluggesellschaft mit 27 Buden, die fliegen. Aber es ist halt wirklich so, dass man ehrlicherweise sagen muss,
dass die Vereinigung Cockpit, und das ist wohl wahrscheinlich der Grund, warum die Lufthansa auf die auch so böse ist, relativ harte Vertragspartner sind und gesagt haben, nee, wir machen das so. Und wenn dann halt immer mehr Flüge halt abgegeben werden an die Ocean, also Eurowings Discover, also nur noch Discover jetzt, Discover Airlines, dann ist das natürlich so, dass man da sagen muss, das ist in meinen Augen schon schwierig. Und ja, also da solltet ihr vielleicht mal drauf achten und schauen, was da los ist. Da ist jedenfalls Musik noch drin, und wenn das mehr werden, ja, schwierig. Dann sagt ihr jetzt natürlich, mehr werden? Ja, mehr werden. Auch bei der Eurowings sag ich schon. Bei der Lufthansa Airlines, man wird ganz wuschig, da kann es ja auch mehr werden. Da will die Lufthansa ja auch drauf den Fokus richten. Und da ist es so, dass man da jetzt bei Verdi auch Gewehr bei Fuß steht und sagt, ja, wir machen auch mit der Lufthansa City Airlines einen Vertrag. Und das ist natürlich wirklich so, dass das ein Riesenthema ist, weil wenn die Gewerkschaften wirklich einmal bei der Disco Ocean oder aber auch bei der City Airlines anfangen, da rund was zu machen, dann ist es halt wirklich so, dass da dann auch gestreikt werden kann. Und wenn bei den beiden gestreikt wird, ist das natürlich ein Riesenproblem. Für Verdi ist das Ganze natürlich ein Erfolg, aber wenn wir uns das Ganze wirklich mal angucken und uns sagen, ja, nee, da ist keine Ruhe. Das ist halt einfach nur wieder so eine Shitshow, wo man einfach, oder Shitstirrer, wie man das im Englischen nennt, wo man im Konzern halt einfach diese beiden Parteien gegeneinander ausspielt, die Verdi und die Vereinigung Cockpit bzw. die UFO. Und das geht gar nicht gut. Und damit sind halt wirklich die Streiks, fast vorprogrammiert, weil die lassen sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen, weil es geht da um Macht. Und wir müssen natürlich der Ehrlichkeit halber als Passagiere auch hier natürlich sagen, mir ist es eigentlich egal, ob Verdi oder UFO oder egal wie die Bude heißt, Hauptsache die haben einen Vertrag, die sind sich einig und dann ist Ruhe im Karton. Das wäre so mein, also ich hatte da keine emotionale Bindung zu. Habt ihr eine emotionale Bindung dazu? Sagt ihr, nee, mir ist die Vereinigung Cockpit lieber als die Verdi, mir ist die UFO lieber als die Verdi. Gut, die Verdi, wir erinnern uns ja alle noch an den Herrn Bsirske, und wie hieß denn der andere Kollege, der da war, der ja auch bei Lufthansa Vorstand war und dann geflogen ist. Das war es, der Bsirske? Egal, ihr werdet es unten schreiben und könnt sagen, ob ihr da jetzt einfach nur eine Aversion habt wegen dem Namen Verdi oder ob ihr sagt, egal um wen es geht, geht los. Bei der Fraport ist das ähnlich. Bei der Fraport ist es so, dass man auch sagt, ja, uns egal, Hauptsache es geht los. Und dann nehmen wir auch mehr Flüge von der Lufthansa. Da man ja in München viele Flüge zum Winter wieder gestrichen hat, auch 380er temporär stillgelegt werden, ist es so, dass man quasi sich hier in Frankfurt Hoffnungen macht, dass vielleicht von da aus was passiert, weil man in Frankfurt ja kleinere Flugzeuge hat. Und das Interessante ist, die Herausnahmen ermöglichen uns, einige 380 über den Kernwinter am Boden zu lassen, sagte Carsten Spohr. Und wichtig ist, man betreibt lieber die weniger effizienten 340er, also die 300er noch, die 600er, solange sie noch in der Flotte sind, zu einem besseren Yield, heißt also zu höheren Preisen beim Verkaufen, dass man also nicht die Sitze billig verkaufen muss. Und logisch, es lässt sich natürlich ein 340-600er wesentlich einfacher füllen als ein 380er, weil weniger Sitzplätze da sind. Also es ist ganz ehrlich so. Aber man muss natürlich jetzt sagen, dass man bei Fraport da halt Hoffnung jetzt hat, weil es diese kleineren Flieger ab Frankfurt gibt, dass es da vielleicht noch mehr gibt. Und in München wird halt wirklich auch 350er abgebaut von der Kapazität her. Heißt also, dass man da halt jetzt sagt, wir hoffen. Und ein interessantes Zitat sollte man sich auch immer wieder vor Augen führen. Die Erlösquelle Belly-Fracht ist in Frankfurt wesentlich besser, weil in Frankfurt natürlich mehr Cargo geht. Die haben mehr Cargo da, heißt also, dass man dort die Flieger voll machen kann. Und wir haben ja gerade bei Covid gelernt, dass natürlich die Passagiere gut sind, aber wenn die Passagiere da sind, kann Cargo den Flug trotzdem bezahlen. Und auch jetzt bei den Preisen bei der Cargo, die halt ein bisschen so nach unten zeigen, eine Möglichkeit, wo Frankfurt dann brillieren kann. Brillieren, heißt das brillieren? Brillieren kann.
Wir gehen dann weiter auf eine neue Geschichte von der Lufthansa, nämlich in der Economy. Das gab es ja da auch schon mal. Und da gab es dann dieses Fly-Buddy-Konzept. Und zwar ist so, dass man dort man den Reisenden in der Economy Class so eine Art flaches Bett anbieten kann. Und zwar ist das so, dass man dann sagt, dass man hier wirklich in der Kabine, in der Economy, dass man diese Sitze dann in ein Bett verwandeln kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das etwas ist, was für die Lufthansa interessant ist. Ich würde mir wünschen, ob das für die Lufthansa was wäre, aber da könnt ihr ja auch mal sagen, was ihr da drüber denkt und wie ihr das Ganze seht. Ob das auch etwas ist für Lufthansa. Ich habe jetzt kokett gesagt, die Lufthansa macht das. Nein, natürlich machen sie es nicht. Das ist einfach ein Konzept, was vorgeschlagen worden ist, dass man halt wirklich aus dem Economy-Class-Sitz ein Doppelbett macht. Die Freunde von Air New Zealand haben das ja auch quasi schon gemacht. Aber wie gesagt, das Problem ist, man konnte es nicht einfach kopieren. Die Lufthansa hatte das ja auch mal während Covid, dass man da so ein Bett machen konnte auf Flügen, wo halt Platz ist, um nochmal zusätzlich Knete zu machen. Aber da ist dann nicht wirklich was draus geworden. Ob man jetzt hingeht und sagt, ja, man kann da jetzt auch so ein Social-Konzept draus machen, wie diese Bilder, die ich euch zeige, da könnt ihr ja mal auch gucken, ob das interessant ist und spannend ist. Ich selber finde es halt wirklich lustig von dem Thema, dass man sich gegenüber sitzt und man beachte auch übrigens die Konsolen, Game, Handhelds oder wie die Dinger heißen, also im Prinzip diese Controller, um damit zu spielen. Das finde ich auch spannend. Aber wäre das etwas für die Lufthansa, wo man dann wirklich sagen könnte, hey, so eine Clubanordnung wäre schon toll. Und wie findet ihr das? Das ist ja wie Busfahren, ne? Ich persönlich weiß nicht, ob ich das cool finde. Bei der Bahn finde ich das ja auch im Abteil vielleicht so cool, aber da seid ihr jetzt gefragt, wäre es ein Konzept für die Lufthansa, das sie kopieren sollen? Was ich kokett auch schon gesagt habe, die machen das. Naja, eigentlich ist ja Lufthansa konservativ und man hat ja Allegris auch quasi gerade eingeführt, das Lebensgefühl. Und ich bin aber gespannt, was eure Antworten sind, denn hier die Frage des Tages ist, was haltet ihr von dieser Sitzanordnung wie im Bus? Was haltet ihr davon in eurer Sicht der Economy-Fliegerei? Ist das ein neuer Meilenstein, eine neue Evolution? Ist das etwas, was Lufthansa machen sollte oder nicht? Und ich finde es persönlich durchaus schon spannend als Thema. Wir können jetzt weitergehen mit dem nächsten Thema, was wir haben. Und zwar ist das auch von Down Under. Und zwar ist das bei Down Under so, dass man von Australien ja direkt nach London fliegt von Perth. Und der Flieger sollte auch direkt fliegen, aber jetzt aufgrund der, weltpolitischen Lage ist das so, dass man das nicht macht. Heißt also, Qantas suspendiert die Flüge, weil man im Mittleren Osten ein Thema hat, ein Problem hat. Und zwar ist das so, dass man natürlich Angst hat, dass da jetzt irgendetwas passieren kann, dass die Iraner gegen den Israel schlagen und so weiter. Und das ist natürlich das Thema, dass man dann halt die 14.500 Kilometer via Singapur halt macht. Und dann ist es so, dass der Flug jetzt in Singapur die Zwischenlandung macht, die 787-9, geht dann weiter nach London. Wichtig ist halt, dass man diesen Non-Stop-Flug nur für London, also diesen Non-Stop-Flug in einen One-Stopper macht, aber Paris und Rom bleiben halt unaffected. Warum? Weil diese ein bisschen anders von der Streckenführung fliegen. Heißt also, die hätten auch noch genug Sprit, um drumherum zu fliegen. Also insofern hier auch eine interessante Geschichte. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Den Rückweg braucht man übrigens diese Fueling nicht zu machen, weil man kann da aufgrund des Rückenwindes, der halt meistens vorherrscht, den Sprit quasi so bunkern, dass man da kein Problem hat. Das Problem ist nur auf dem Hinflug. Und ihr wisst ja selber, als wir, glaube ich, aus Stuttgart waren, dass die 757 von der Delta oder United oder wer das war, der geflogen ist, der musste ja auch regelmäßig dann in Kanada nachtanken, weil sie halt Gegenwind hatten. Und das ist halt wirklich das Thema, wenn man also von Osten nach Westen fliegt, dass man da dann mehr Winde hat. Und
Gegenwind heißt das dann. Und ansonsten auf dem Rückweg halt Rückenwind. Jetzt gehen wir zu einem Thema, was ich auch relativ amüsant finde. Ich selber bin ja dazu übergegangen, meinen Reisepass immer an Mann zu haben. Also ich habe den immer in meiner Tasche dabei und sollte man eigentlich auch machen. Aber in Amerika haben nicht alle Leute übrigens einen Reisepass. Und der American Airlines Flug AA2421 von San Juan Luis Muñoz Marin International Airport, also SJU, nach Miami, hat quasi einen Inlandsflugcharakter. Ist halt von Amerika nach Amerika. Oh, Puerto Rico quasi, die haben ja da, ne, kann man damit normal Ausweis hin. Und das Problem ist aber, das Flugzeug ist dann gelandet in NAS, also im Lynden-Pindling International Airport auf den Bahamas. Aber das Problem ist, die Passagiere hatten keinen Reisepass dabei. Und wenn du keinen Reisepass dabei hast, kannst du halt in Nassau nicht einreisen. Da ist dann Schluss mit lustig. Und warum sind sie dazwischen gelandet? Weil ein Sturm kam und dann hat man das aus Sicherheitsgründen gemacht, dass man halt in einem fremden Land gelandet ist. Und die Passagiere, die waren dann wirklich da, ja, im Flugzeug. Und das Zitat ist von American Airlines. Am 3. August ist der American Airlines Flug 2421 mit dem Service von Puerto Rico nach Miami von dem schlechten Wetter impacted, also beeinflusst worden und ist dann nach Nassau gelandet. Der Flug ist dann weiter nach Miami gegangen, als das Wetter besser wurde und es sicher war, den Flug zu operaten. Und bla bla bla, also Operating Aircraft ist immer mandatory und so weiter, bla bla bla. Aber es ist halt so, dass man dort jetzt überlegt, dass die Leute auch vielleicht Kompensation kriegen. Ich finde, das ist einer der Fälle, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ja, Freunde der gepflegten Gastfreundschaft. Also die Fluggesellschaft wollte das schlechte Wetter nicht und dass ihr keinen Reisepass dabei habt, sorry. Wobei, wer von euch fliegt denn ohne Reisepass? Auch eine Frage des Tages. Wer von euch fliegt auch auf innereuropäischen Flügen ohne Reisepass? Also im Moment, wir haben ja Schengen, Gott sei Dank, und da gibt es halt nicht wirklich viele Möglichkeiten, wo man im Ausland landet. Das Einzige, was mir so einfiele, wäre, wenn der Luftraum offen wäre, dass man eventuell in Minsk zwischenlanden könnte, wenn man nach Norden unterwegs ist oder sowas. Aber ansonsten fällt mir da keine Sache ein, die ein Problem bereiten könnte, so auf innereuropäischen Strecken. Weil es gibt ja keine Enklave, wo man drüber fliegt. Aber da könnt ihr auch schreiben, ob das für euch etwas ist. Im Moment geht Minsk übrigens ja auch nicht, ne? Muss man ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, wegen der Restriktionen. Aber das wäre so die einzige Geschichte. Aber wenn euch noch was einfällt und ihr könnt natürlich die Frage beantworten, Reisepass ja oder nein. Also ich bin mal gespannt und wer von euch jetzt den Reisepass auch mitschleppt. Ab jetzt. Quasi. Sofort. Und ja. Los geht's. Ja, das letzte Thema, was wir bearbeiten, ist Arbeiten an Bord. Und wie ich ja schon eingangs sagte, gibt es Leute, die sagen, ja, also wer im Flugzeug arbeiten muss, der hat einfach schlecht getaktet, schlecht geplant, schlecht gemacht, schlecht getan. Und ich persönlich versuche im Flugzeug eigentlich auch relativ selten zu arbeiten, aber ich mache es ab und zu schon, weil dann schreibe ich dann irgendwelche Texte oder sowas. Das macht dann schon Spaß, gerade auf längeren Flügen, weil man auch ungestört ist. Und ich glaube, dass das für viele am einfachsten ist und das ist auch für mich so, wenn ich einfach so in meine Arbeits-Workload-Space gehe. Das heißt also im Prinzip, ich räume dann alles weg von meinem Business-Class- oder First-Class-Sitz, Notebook drauf, Kopfhörer an. Manchmal mache ich mir Musik drauf, manchmal mache ich einfach nur, damit gar nichts kommt. Und dann geht das los. Und was mir aufgefallen ist auch eine Routine, die ich vorher mache. Und das hatte ich auch mit dem Kollegen besprochen in dem Call. Ich lade mein Gerät auf. Weil mir ist aufgefallen, dass mein MacBook anscheinend sehr viel Strom zieht und dass ich dann quasi nicht Strom laden kann. Ich habe auch Akkus mit, dass die mein MacBook feuern können, 2 Stück. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, das ist meine Vorbereitung. Manchmal lade ich die Sachen auch direkt runter, weil man ja online nicht sein kann bei vielen Fluggesellschaften oder auch die Bandbreite einfach nicht reicht, die Sachen zu holen. Ich nutze dann manchmal das Internet einmal, um dann
mein WhatsApp und mein Telegram und so weiter noch zu beantworten oder Facebook und dann Sachen zu ziehen. Aber dann ab einem gewissen Punkt merke ich dann auch, wenn ich mir die Sachen vorher runterlade, über die ich schreibe, zum Beispiel irgendwelche Notes, die ich mache oder irgendwas, dass ich das auch mittlerweile mache, weil es halt im Flugzeug da relativ schwierig sein kann. Also das heißt, dass wirklich diese Dokumente, die ich brauche, auch dann da sind, dass ich mich darauf nicht verlasse. Also ganz, ganz wichtig sind halt wirklich, dass man ein aufgeladenes Gerät hat, vielleicht auch eine Möglichkeit, je nachdem wie lang der Flug ist, dass das Gerät auch, weil ich es zum Beispiel auch ich nutze, um was zu schauen, halt aufgeladen hat, eine Batterie hat, dass man halt Kopfhörer hat, die auch Noise Cancelling sind, dass man alle Dokumente hat, die man rausschieben möchte. Ich plane das auch meistens so, dass ich nach dem Essen dann anfange, damit man da nicht schon wieder eine Unterbrechung hat. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, ich bin im Flugzeug vielleicht nicht ganz so produktiv, wie ich am Boden bin, aber das ist halt so das, was ich mache. Und natürlich auch schlafen. Ab einem gewissen Punkt, dass man halt nicht vergisst zu schlafen. Wenn ich zum Beispiel nach Los Angeles fliege oder sowas, dann dauert der Flug von Helsinki aus 10 Stunden 30. Ich versuche immer ein paar Stunden zu schlafen, nicht zu viel, nicht zu wenig, damit ich dann, wenn ich zum Beispiel von LAX noch irgendwie in die Wüste fahre, nach Palm Springs, Palm Desert, die 3 oder 4 Stunden, je nachdem wie der Verkehr ist, dass ich das durchhalte. Also das wäre so mein Thema. Deshalb für euch noch eine Frage des Tages zusätzlich und alle 3 Fragen des Tages zusammen. Heißt also, arbeitet ihr im Flugzeug? Und wenn ihr arbeitet im Flugzeug, bereitet ihr euch darauf vor und wie bereitet ihr euch davor? Also, das sind die Themen, die wir heute besprochen haben. Deshalb nochmal die Fragen des Tages mit den Gewerkschaften. Ist euch das wichtig, ob die Verdi oder die UFO oder die VC den Vertrag macht mit der Kabine oder eher nicht? Dann ist es so, wie ist es mit dem Arbeiten im Flugzeug? Arbeitet ihr im Flugzeug, ja oder nein? Und was hatte ich noch vorher für eine Frage? War das, jetzt habe ich doch die Frage, ach ja, Reisepass. Nehmt ihr den Reisepass immer mit, wenn ihr fliegt oder nicht? Wie ist da euer Verhalten? Damit haben wir alles abgearbeitet, sind über 20 Minuten, heute länger als gestern. Danke, dass ihr dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Und Helsinki. Und jetzt Abspann. Also bis dann, ciao und bis morgen.